Diese Anleitung zeigt dir den Austausch eines defekten Displays für dein Huawei Nova. Diese Reparatur ist notwendig, wenn das Glas zersprungen ist, nicht mehr auf Berührungen reagiert oder das LCD schwarz bleibt bzw. flackert. Schalte dein Gerät zuerst aus. Halte dafür die Power-Taste gedrückt, bis ein Auswahlmenü erscheint. Wähle die Option Ausschalten und tippe nochmal zur Bestätigung. Löse und entferne die beiden Pentalobe-Schrauben an der Unterseite, mit denen das Gehäuse verschlossen ist. Du brauchst einen Pentalobe PL1 Schraubendreher. Entriegle den SIM-Kartenhalter, indem du dein SIM-Tool in die kleine Öffnung schiebst. Entferne den SIM-Kartenhalter und gegebenenfalls die SIM- und Micro-SD-Karte. Sei beim nächsten Schritt bitte sehr vorsichtig. Setze den Saugnapf möglichst weit unten an der Rückschale an, zum Beispiel beim Huawei-Schriftzug. Ziehe dann am Saugnapf und drücke das Display mit dem Plektrum gegen den Tisch. Sobald sich ein Spalt zwischen Display und Rückschale öffnet, kannst du das Plektrum vorsichtig einführen. Bewege das Plektrum am Rand entlang, um die Rückschale auch seitlich zu lösen. Ziehe dabei weiter vorsichtig am Saugnapf. In der Rückschale ist der Fingerabdrucksensor verbaut. Dieser ist mit einem Flexkabel an der Hauptplatine befestigt. Hebe die Rückschale vorsichtig an. Sei vorsichtig beim Abheben der Rückschale, um das Kabel oder die Platine nicht zu beschädigen. Du solltest jetzt das Flexkabel des Fingerabdrucksensors sehen. Die Schraube am Blech über dem Fingerabdrucksensor-Konnektor ist mit einem runden Aufkleber abgedeckt. Entferne diesen Aufkleber. Löse dann die Schraube mit einem Phillips-Schraubendreher und nimm das Abdeckblech ab. Der Konnektor ist am Blech angebracht und wird gleich mit entfernt. Trenne den Konnektor für das schwarze Flexkabel des Akkus mit einem flachen Werkzeug. Löse die Schraube am Abdeckblech über dem Konnektor für die Frontkamera und entferne das Blech. Trenne den Konnektor jetzt vorsichtig mit einem Spodger. Entferne dann die Frontkamera aus ihrer Halterung. Trenne den Konnektor für die Audiobuchse mit einem Spudger und entferne die Audiobuchse. Löse die Schraube am Abdeckblech über den Konnektoren der zwei großen Flexkabel und entferne das Blech. Trenne die Konnektoren der zwei Flexkabel an der Hauptplatine mit einem Spudger. Trenne den Konnektor des Antennenkabels auf der unteren Platine. Jetzt erreichst du die Schraube für das Blech über dem Konnektor des großen Flexkabels mit dem Pfeil. Löse diese Schraube und entferne das Blech. Trenne den darunterliegenden Konnektor mit einem Spudger und entferne dann das Flexkabel. Trenne jetzt den Konnektor des Lautsprechers mit einem Spudger. Löse die zwei Schrauben der unteren Platine. Entferne bei der unteren Schraube zuerst den runden Aufkleber. Nimm jetzt die Platine heraus. Löse die Schraube des Lautsprechers und entferne den Lautsprecher. Der Lautsprecher ist leicht verklebt, daher musst du vielleicht mit einem flachen Werkzeug vorsichtig hebeln. Trenne den Konnektor des Antennenkabels. Entferne dann die 3 verbleibenden Schrauben der Hauptplatine. Hebe nun das Akkuflexkabel vorsichtig nach oben und entferne die gesamte Hauptplatine mit Hauptkamera. Halte das verbleibende Flexkabel mit einem Finger zur Seite. Löse dann den Kleber unter dem Akku, indem du den Akku vorsichtig mit einem Heißluftföhn erwärmst. Verwende einen breiten Spudger, um den Akku nach und nach von allen Seiten herauszuhebeln, bis er leicht herauskommt. Verteile dabei die heiße Luft gleichmäßig und föhne dieselbe Stelle lieber mehrmals, anstatt den Akku punktuell zu überhitzen. Beim Hebeln solltest du nicht zu viel Kraft aufwenden. Ziehe das Antennenkabel nun vorsichtig aus seiner Halterung.
Erhitze den Annäherungssensor vorsichtig mit einem Heißluftföhn, um den Klebstoff darunter zu lösen. Hebele dann den Annäherungssensor vorsichtig mit einem Metallspatel heraus. Erhitze die Hörmuschel vorsichtig mit einem Heißluftföhn, um den Klebstoff zu lösen. Löse danach die Hörmuschel vorsichtig mit einem Metallspatel und entferne sie. Erhitze den Vibrationsmotor vorsichtig mit einem Heißluftföhn. Löse nun den Vibrationsmotor mit einem Metallspatel und entferne ihn. Nicht alle erhältlichen Displays sind gleich ausgestattet. Falls notwendig, musst du vor dem Einbau einige der folgenden Teile übernehmen: rote Plastikhalterung, die Halterung für die Status-LED und Gummisiegel an den Displayöffnungen. Zieh die roten Schutzfolien von den Klebestreifen für den Akku, die Hörmuschel und die untere Platine vom neuen Display ab. Setze den Vibrationsmotor wieder in das Display ein und drücke ihn fest, um ihn zu verkleben. Setze jetzt noch die Hörmuschel in das Display ein und drücke sie fest. Setze danach den Annäherungssensor in das Display ein und drücke ihn fest. Setze das Antennenkabel vorsichtig in seine Halterung ein. Es wird erstmal noch nicht angeschlossen. Achte darauf, dass alle nötigen Kleinteile, Siegel usw. aus dem alten Display eingesetzt und die Schutzfolien entfernt sind. Hebe das Flexkabel an, um den Akku in das neue Display einzusetzen. Drücke den Akku dann fest auf die Klebestreifen. Setze die Hauptplatine in das neue Display ein. Achte darauf, dass die Hauptkamera in ihre Öffnung eingesetzt wird. Schraube die 3 Phillips-Schrauben in ihre Schraublöcher an den Ecken der Hauptplatine ein. Schließe das Antennenkabel wieder an die Hauptplatine an. Dazu musst du den Konnektor erst gerade auf seinem Steckplatz positionieren. Drücke den Konnektor dann vorsichtig fest, bis er einrastet. Setze den Lautsprecher in seine ursprüngliche Position ein und drücke ihn leicht fest, damit er klebt. Schraube ihn dann mit einer Phillips-Schraube fest. Setze jetzt die untere Platine in ihre ursprüngliche Position ein. Achte dabei darauf, den Flexkabelkonnektor des Lautsprechers nicht zu verdecken. Schraube die 2 Phillips-Schrauben am unteren Rand der Platine ein. Das Schraubloch am Akku bleibt erstmal frei. Klebe den runden Aufkleber auf die Schraube neben dem Lautsprecher. Dieser Aufkleber ist nur ein Feuchtigkeitsindikator, also brauchst du ihn nicht unbedingt einkleben, wenn er zum Beispiel schon kaputt ist. Drücke den Konnektor des Lautsprechers fest, um ihn anzuschließen. Achtung, alle Konnektoren müssen richtig sitzen, bevor du sie festdrückst. Ansonsten können sie beschädigt werden. Lege zuerst das große Flexkabel mit dem Pfeil zwischen die 2 Platinen. Schließe dann den Konnektor auf der unteren Platine an. Achte darauf, dass der Pfeil auf dem Flexkabel nach oben, also zur Hauptplatine zeigt. Lege das Blech auf den Konnektor, hake es ein und schraube es mit der Phillips-Schraube fest. Schließe jetzt das Antennenkabel auf der unteren Platine an. Führe das Kabel vorher um den Vibrationsmotor herum. Dann musst du den Stecker erst gerade auf seinem Steckplatz positionieren. Drücke dann den Stecker mit einem Spudger vorsichtig fest, bis er einrastet. Drücke das schwarze Flexkabel des Akkus fest, damit es klebt. Schließe es jetzt aber noch nicht an. Schließe den Konnektor des großen Flexkabels mit dem Pfeil auf der Hauptplatine an. Schließe den Konnektor des mittleren Flexkabels auf der Hauptplatine an. Lege das Abdeckblech über die Konnektoren der 2 großen Flexkabel, hake es ein und schraube es mit der Phillips-Schraube fest. Setze die Audiobuchse in das Display ein. Schließe den Konnektor der Audiobuchse an die Hauptplatine an. Setze die Frontkamera in das Display ein. Schließe den Konnektor der Frontkamera vorsichtig an die Hauptplatine an. Lege das Blech über die Konnektoren der Hörmuschel und der Frontkamera, hake es ein und schraube es mit der Phillips-Schraube fest. Schließe jetzt den Akku wieder an. Verbinde den Konnektor des Fingerabdrucksensors auf der Rückschale mit der Hauptplatine.
Hake das mit dem Display-Konnektor verbundene Blech ein und drücke den Konnektor fest. Schraube das Blech mit einer Phillips-Schraube fest. Klebe den runden Feuchtigkeitsindikator auf die Schraube, wenn du ihn noch hast. Hake die Rückschale erst am oberen Rand bei der Kamera ein und lege sie dann auf das Display. Drücke die Rückschale rundherum vorsichtig fest, damit sie einrastet. Setze jetzt noch den SIM-Kartenhalter und gegebenenfalls die Karten wieder in das Gerät ein. Beachte dabei die Ausrichtung des Kartenhalters. Befestige die beiden Pentalobe-Schrauben an der Unterseite des Geräts, um das Gehäuse zu verschließen. Schalte dein Gerät ein und ziehe dann eine beliebige App über den gesamten Bildschirm. Ziehe dafür die App einmal um den gesamten Rand und danach im Zickzack über das Bild. Die App sollte dabei immer deinem Finger folgen. Teste danach noch einmal die Display-Helligkeit. Schiebe dafür den Helligkeitsregler auf Minimum und Maximum. Die Reparatur ist jetzt abgeschlossen und wir hoffen, du hattest sehr viel Spaß. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach einen Kommentar. Wir helfen dir dann gerne weiter. Wenn dir das Video gefallen hat, lass uns einen Daumen nach oben da und abonniere unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.